Hier ist ein Sender eingelassen in der Straße, damit ein Frühstart unverzüglich elektronisch gemeldet wird. Sieht gut aus. Alle Piloten sind da am Start. Da ist etwas Wasserüberschuss bei Villeneuve. Das hat nichts Schlimmes zu bedeuten, außer dass die Straße dann nass ist. Und der Start ist freigegeben. Schlechter Start von Villeneuve zu erwarten. Da war ein bisschen Wasser vor dem Rad. Und Coulthard hat einen sensationellen Start gemacht. Und eine Berührung zwischen den beiden Williams. Und da kracht. 2 Jordan sind draußen und ein Ferrari sowie ein Minardi. Michael Schumacher musste ausweichen. Er hat nicht kollidiert, musste aber durch den Dreck fahren. Und er ist weit zurückgefallen. Ein Bombenstart von David Coulthard, wenn wir das richtig gesehen haben. Ralf Schumacher steigt aus. Hier die Perspektive von Michael. Hier kommen rechts. Oh doch, er ist berührt worden. Von seinem Bruder, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wie berührt worden. Da schlug der Jordan richtig gehend hoch an der Cockpitseite von Michael ein. Die Frage ist natürlich, was hat es der Aufhängung gemacht? Startwiederholung schauen wir auf dem Boxengassenkanal an. Das ist Häkkinen und Coulthard kommt dort innen. Also ein Riesenglück dort. Wie stark ist der Ferrari beschädigt? Das ist die Frage. Auch Fisichella ist ausgestiegen. Also die beiden Jordan haben es nicht durchs Castrol-S geschafft. Häkkinen, Coulthard, Villeneuve, Barrichello, Alesi, Magnussen, Hill, Diniz, Herbert, Schumacher, Panis, Irvine. Frentzen ist gar nur 13. Frentzen hat berührt mit Villeneuve. Und man macht sich bei Ferrari auf das Unheil gefasst, so Und wie bei auch Williams. Ja. Frentzen und Schumacher könnten hier zum Wechsel gezwungen werden, der Nase oder der Reifen. Raketenstart von David Coulthard. Sensationell von 6 auf 2. Was für ein Start. Die Teamkollegen sich gegenseitig gerempelt. Fisichella und Schumacher, Frentzen und Villeneuve. Fisicellas und Ralf Schumachers Kollision war ursächlich dafür, dass Michael Schumacher berührt wurde, muss man auch so sagen. Ja, Michael kannte nichts dafür. Das war genau die Situation, wie ich sie vorher beschrieben habe bei meinem Start mit Gerhard Berger. Wenn man außen ist und von innen ein Auto geflogen kommt, da hat man keine Chance. Also Häkkinen, Coulthard. Ich bin jetzt in der Boxengasse, ist das jetzt gerade reingekommen. Da kommt Ukio Katayama mit einer defekten Hinterradaufhängung. Sie sehen es hinten rechts und Michael Schumacher. Boxenstopp. Eieieiei, das ist Pech für den Mann aus Kerpen, der da zusätzlich noch einmal ausgeritten ist, habe ich gerade gesehen, nämlich an der Vedol-Schikane. Und was ist jetzt? Der Motor wird abgestellt. Gibt es da ein ernsthaftes Problem? Jawohl. Ende für Michael Schumacher. Aus der Traum. Er steigt aus nach dieser Schikane, nach diesem Unfall in der ersten Kurve. Und wir sehen den Grund. Es ist ein angerissener oder angebrochener Radträger vorne links. Oh. Da ist er, Michael Schumacher. Nach der ersten Runde aus dem Rennen und jetzt würde ich ihn nicht ansprechen. Lieber nicht. Und natürlich große Enttäuschung hier auf dem Nürburgring, denn das Duell, auf das sich alle gefreut haben, findet definitiv nicht statt. Freie Bahn für Jacques Villeneuve.